Hallo Freunde und herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ich fahre heute von der Neckarquelle zur Donauquelle. Ich bin an der Neckarquelle gestartet und jetzt fahre ich eine wunderbare Strecke zur Donauquelle. Und von dort aus schauen wir mal, wie wir wieder zurückkommen. Sicherlich ganz anders. Wir lassen uns einfach überraschen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video und bis gleich. Die Neckarquelle ist gerade zu stark belagert, deswegen zeige ich euch weitere Sachen aus der Möglingshöhe. Vorbei am Schwenninger Moos, dem Ursprung des Neckars. Die Fahrradautobahn zwischen Schwenningen und Zollhaus. Kleines Stück Neckarradweg fahren in dem Fall. Also eigentlich sieht die Richtung, in die ich fahre, ja ganz hübsch aus. Aber wenn ich so einen kleinen Schwenk nach hier mache, sieht es nach Regen aus. Könnte also sehr spannend werden. Ja, so ist es halt. Wir haben noch Winter. Nicht Frühling. Auf der Strecke Zollhaus, ja, kleines Stück fährt man auf der Straße, aber ansonsten kein Problem. Alles gut machbar. So, jetzt geht es für mich also auf der nächsten Fahrradautobahn bis nach Donaueschingen. Hier kann man also wieder sehr fein Höhenmeter sammeln. Der Vorteil davon ist, man kann richtig schön weit gucken. Da unten führt es eigentlich auch ein Radweg, also hinter diesen Bäumen, die man da in der Ferne sieht. Ist aber meiner Meinung nach nicht gerade besonders spannend, dort zu fahren. Es ist einfach nur flach. Da könnte sicherlich auch ein Flugzeug landen. Also nicht wirklich spannend, deshalb nehme ich euch hierhin mit. Hier werde ich gezwungen, ein bisschen langsamer zu fahren. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Da könnt ihr mehr sehen. Nochmal zur Info für euch. Ich bewege mich hier auf dem Heidelberg-Schwarzwald-Bodenseeweg. Da gibt es auch ein Video von mir. Das kann ich hier oben gerne mal verlinken. Ist schon ein bisschen älter, aber trotzdem sehenswert. Freunde, das Aroma, das hier in der Luft liegt, ist glücklicherweise nicht riechbar auf dem Video. Freunde, es ist wieder spezial. Ich bin in einem kleinen Graupelschauer, nachdem es nachdem es die Nacht über geschneit hatte, dann schön die Sonne alles weggetaut hat, kommt jetzt Graupel runter. Gut, dass ich eine Brille auf habe, sonst würde das richtig wehtun in den Augen. Ganz sicher sogar. Da hinten ist schon wieder sonnig, also alles kein Problem. Vielleicht kommt die Sonne ja sogar hierher. Wir werden sehen. Hier nochmal die Ausblicke, von denen ich spreche. Man hat echt einen schönen Ausblick. Da lohnt es sich auch hier dauernd berghoch zu fahren. Anbei übrigens Grüße an Karen und Lutti, die die Strecke hier auch kennen müssten. Nur sicherlich bei sehr viel mehr Grün und nicht so trist wie jetzt. Aber es ist trotzdem vergleichsweise schön. Hier könnt ihr vielleicht die Strecke noch mal erahnen. Kleines Stück nach rechts, bergab, dann weiter bergab und auf der anderen Seite wieder berghoch. Warum mache ich sowas? Weil es schön ist. Weil es einfach schön ist. Pfützen habe ich trotzdem ausgespart, die müssen heute nicht sein. Einmal kurz anhalten und den Graupel und die Aussicht genießen. Fein. Ich musste in der Tat jetzt mal umswitchen auf die Kapuze. Es wird sonst doch ein bisschen zu arg für mich. Also bin echt froh um die Brille gerade. Das durfte nicht lange anhalten. Ich genieße es einfach und gut ist. Ja, auch Graupelschauer kann man genießen. Es ist ja kein Haken. Ihr wisst ja, ich will unter anderem zeigen, was trotz schwerer Kniearthrose alles möglich ist, solange man sich nur genug bewegt. Ein bisschen wehmütig ist dann manchmal schon, wenn ich so in die Richtung da hinten gucke. Wenn ich da über die Berge drüber fahren würde, wenn ich es könnte,
dann würde ich in die Schweiz kommen. Das ist eine Tour, die ich definitiv irgendwann mal wieder machen möchte. Daran werde ich arbeiten. Denn da kann man auch viele schöne Sachen zeigen. Was für ein Kontrast. Links noch alles Winter, rechts sieht man hier schon den Frühjahr kommen. Den Frühling, das Frühjahr, ich weiß. Ich weiß, der eine oder andere wird sagen, wow, was fährst du in so ein scheiß Wetter rum? Und aber nein, es ist ganz anders. Ich kann es wirklich genießen. Es ist nicht irgendwie gespielt oder so. Ich genieße das. Es ist einfach schön, draußen zu sein, sich draußen bewegen zu können, in der Natur genießen, Fahrtwind genießen. Sogar die Kälte genieße ich in gewisser Art und Weise. Erklären kann ich es auch nicht, aber ich genieße es trotzdem. Es ist echt schön. Auch die GoPro kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass da ein kleiner Zwischengegner auf mich wartet. Deshalb packe ich die jetzt auch weg. Ich wollte es euch nur kurz gezeigt haben. Nochmal Blick von der Fahrradautobahn. Hier links Sonnenschein. Hier rechts kommt ein weiterer Graupelschauer, in dem ich wohl gerade bin, der jetzt wahrscheinlich gleich noch stärker wird. Einfach genießen und durchfahren. Freunde, selbst in so einem Graupelschauer kann man was Schönes sehen. Denn ich bin draußen und genieße es einfach. Ist mir scheißegal, was andere sagen. Ich sag mal so, dickkörniger dürfte es jetzt nicht werden. Sonst wird es auch mir unangenehm. Ja, wieder das richtige Wetter ausgesucht. Boah, schmecken tut das Zeug auch nicht. Nein! Das ist noch mir zu viel. Freunde da! Was ist jetzt? Die Wange ist halt brutal kalt. Ich glaube, dass die extrem rot ist. Oh. Erst sage ich noch, oh, ist schön. Und dann kommt sowas runter und denke mir, okay, da ist es auch bei mir mit schön zu Ende. Also, irgendwo reicht es auch mir dann mal. Es graupelt natürlich immer noch, Freunde. Wie soll es anders sein? Ich bin froh, dass ich nur ein paar Minuten vorher die Kapuze aufgezogen hatte. Ohne die wäre es wirklich sehr unangenehm gewesen. Wäre dann sicherlich alles in mein Genick gelandet. Unschön, dann hätte ich nicht mehr viel Bock gehabt weiterzufahren. Aber so, warum nicht? Ich hoffe, ihr entschuldigt mir, dass ich heute nicht so viele Vorbeifahrszenen mache oder beziehungsweise gar keine, weil ist mir zu unangenehm. Kamera aufstellen, dran vorbeifahren, wieder zurück, Kamera umdrehen, wieder dran vorbeifahren und das ganze Zeit in diesem Graupel. Nö, Freunde, muss nicht sein. Die Donauquelle, den Donaupark im Hintergrund und einer wirklich gewaltigen, schönen Kirche. Da bin ich ziemlich verregnet. Ist auch immer toll. Man hat eine Regenhose dabei, aber man gerät dann unverhofft in den Schauer rein und ist dann dementsprechend schön nass hier. Wunderbar, ne? Hat aber sehr viel Spaß gemacht, hierher zu fahren. Ob ich jetzt allerdings den Plan, den ich eigentlich hatte, von einer großen Rundtour noch ein Stück über den Donauradweg machen werde, weiß ich noch nicht so recht. Weil es ist ziemlich kalt an den Knien und schauen wir mal. Ihr kennt mich, ich würde das sehr gerne tun, aber ob es vernünftig ist, ist eine ganz andere Frage. Schön, oder? Schön anzusehen. Vielleicht mache ich den Donauradweg hier eines Tages bis Passau oder ein Stück, wer weiß. Hier also auch noch das obligatorische Bild von der Donauquelle. Und auch wenn man das hier, glaube ich, in Donaueschingen nicht so laut sagen darf, meiner Meinung nach ist das hier nicht die Donauquelle, sondern es ist die Bregquelle, ist die Donauquelle. Und die Brigachquelle, weil Brigach und Breg bringen Donau zu Weg. Ne? Das hier ist halt ein Touristenmagnet
Vielleicht fahre ich mit euch irgendwann mal zur Bregquelle und zur Brigachquelle. Wenn es weiter ein bisschen besser geht, wenn es ein bisschen wärmer ist und das Schwarzwald auch schön ist, wo man auch schön was zeigen kann, dann mache ich das, glaube ich, mal. Freunde, allein wenn ihr sowas hier seht, dann, ich weiß nicht, also normalerweise heißt ja immer, der kleinere Fluss fließt in den größeren. Also muss ja die Quelle von dem hier die Quelle der Donau sein. Oder einer von dem. Naja. Jetzt also im Park, im Schlosspark in Donaueschingen. Hier links ist gleich ein Stellplatz, wo man sein Wohnmobil hinstellen kann und von hier aus schöne Touren unternehmen kann. Manchmal ist auch die Wiese hier freigegeben, aber ja selten. Ich will jetzt da nicht zu sehr draufhalten. Ist ja auch ein bisschen Privatsphäre. Ich fahre jetzt zum Donauzusammenfluss und dann sehen wir uns gleich wieder, Freunde. Führt ordentlich Wasser, oder? Oh, ich war schon lange nicht mehr hier. Das letzte Mal, wo ich hier war, konnte man hier einfach weiterfahren. Okay. Kann man jetzt wohl nicht mehr. Das letzte Mal, als ich hier war, war der Donauzusammenfluss noch nicht renaturiert. Und ich glaube, das ist schon 2 Jahre oder so. Schöne Tiere, oder? Vielleicht doch ein Gänsebraten. Nein. Der wollte mich aber trotzdem angreifen. Ich habe ja gesagt, manche Sachen, dass hier alles neu gemacht wurden, aber manche Sachen ändern sich nie. Das sieht man hier. Haben zwar hier ein wunderschönes Podest gebaut, aber der Weg ist immer noch genauso scheiße wie davor. Ich weiß nicht. Ja, es ist renaturiert, aber ob es mir deshalb besser gefällt, das weiß ich noch nicht so recht. Es ist schön. Kleiner Rundumblick. Aber ob ich es schön näher finde, das weiß ich nicht so recht. Bin mir da nicht so ganz so schlüssig. Hier stand mal so ein Gedenkstein, das fand ich eigentlich hübscher. Aber für die breite Masse ist das sicherlich deutlich schöner jetzt. Ich schaue es mir nochmal an im Frühjahr, Sommer und nehme euch dann auch nochmal mit. Also Freunde, tatsächlich, ich fahre noch bis Foren. Von dort aus muss ich mir einen Weg suchen. Habe so einen in etwa Weg im Kopf. Ich weiß gar nicht, ob ich den jemals gefahren bin. Aber ich weiß, dass ich irgendwie über Unterbalding fahren muss. Und von dort aus irgendwie vergessen, wenn ich es lese, dann weiß ich es. Aber irgendwie über Bad Dürheim zurück und das passt schon. Ich glaube, das ist auch nochmal schön mit Ausblicke und so. Aber auch nochmal ein bisschen Steigung. Aber naja, was... Keine Ausblicke ohne Steigung, oder? Ich glaube, dass ich auf dem Donauradweg jetzt unterwegs bin. Sicher bin ich mir nie. Das war zumindest früher der Donauradweg. Habe jetzt gar nicht auf die Schilder geachtet. Es ist sehr schön hier. Auch im noch Winter. Wir haben Ende Februar. Es ist definitiv noch Winter. Hier sieht man ab und zu mal einen Biber. Selten, aber ab und zu sieht man mal einen. Jetzt kommt die Sonne raus. Ich habe, wie ihr vielleicht gerade gesehen habt, meine Winterhandschuhe noch im Rucksack gefunden. Damit ist alles gerettet sozusagen, weil ich hatte pitschnasse Hände, weil ich ja nur die dünnen Handschuhe dabei habe. Die sind richtig nass, die sind im Rucksack. Und da habe ich glücklicherweise noch meine Winterhandschuhe gehabt. Die hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm und habe eigentlich gedacht, ich hätte die lange rausgenommen. Da bin ich jetzt froh drüber. Die geben mir jetzt nochmal so einen richtigen Kick mit. So schaffe ich den Weg auf jeden Fall. Kleines Stück Donauradweg. Kann man genießen, weil es ist schön flach. Dann schauen wir weiter. Ich melde mich gleich wieder bei euch. Ich lasse aber erst mal die Bilder sprechen. Die sabbeln nämlich nicht so einen Haufen Scheiß wie ich. Spikes halt. Auch wenn ich mich hier sehr zurückhalten muss mit dem Gas geben. Da kommen schon Gedanken wieder hoch. Ich glaube, ich habe da mal eine Radtour gemacht. 2019 oder sowas war das. An Silvester. Arschkalt. Mit Spikes.
Waren gleich um die 100 Kilometer. Ach, war eine schöne Zeit. Aber die ist jetzt auch schön. Auf alle Fälle. Gerade mit der Sonne im Rücken genieße ich sehr. Ich fahre jetzt auf Foren zu. Nochmal Blick nach links. Schön. Ist doch noch die Wolkendecke aufgerissen. Blick nach rechts. Nicht so schön. Und ich muss ungefähr so in diese Richtung jetzt. Später in diese. So Freunde. Dieser Weg hier ist mir bisher unbekannt. Ich habe mir am PC eine kleine Route zusammengeklickt und was habe ich hier nicht? Genau, Navigationsgerät. Ist ja schön, wenn man sich eine Route zusammenklickt, aber dann trotzdem nicht navigieren kann. Jetzt navigiere ich gerade nach Schildern, was mir gerade noch nicht so wirklich gut gelingt. Mal gucken, wie es weitergeht. Könnte noch spaßig werden. Höhenprofil habe ich mir auch nicht angeguckt. Könnte auch interessant werden. Hier über Immenhöfe fahre ich ganz sicher nicht. Oberbaldingen 5,8, Unterbalding 5. Das sieht gut aus. Also 6 Kilometer bis Oberbalding. Okay, passt. Seht ihr den Schnee oder Graupel? Ich glaube, ich kann fast noch glücklich sein, dass es nur so ein bisschen gegraupelt hat bei mir, obwohl ich schon ordentlich stark war. Hier hat es wohl noch ordentlich stärker runtergelassen. Heieiei. Wow. Nicht ohne. Freunde, nochmal der Blick hier rüber. So schön. Und auch hier. Ich kann mich nicht beschweren und ich kann mich nicht daran satt sehen. Ich muss trotzdem die Kamera mal wegstecken, sonst komme ich nie an. Vielleicht ein bisschen zu weit heute für Arthrose und Co. Aber okay, langsam kurbeln und dann geht es schon. Aber Freunde, ist auch geil. Es ist eine richtige Straße hier. Mir sind jetzt schon einige Autos entgegengekommen. Und auch ein Traktor. Ist gar nicht ohne, muss ich sagen. So richtig breit ist das Ding nicht. Doch die GoPro-Linse wirkt es deutlich breiter, als das es ist. Aber das Wichtigste ist, es ist schön hier. Und zwar richtig schön. Die Sonne von hinten und vorne schön. Oben auch schön. Was will ich mehr? Mehr will ich nicht. Es ist einfach nur genießen. Also wenn man da runter schaut, dann sieht man so eine Unterführung ungefähr in der Kameramitte. Da wäre ich hergekommen, wenn ich bis Geisingen gefahren wäre. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass ich gar nicht so viel gespart habe. Ich wollte ja das nicht fahren, weil 50 Kilometer geht nicht, keine Chance. Aber deshalb, ich dachte eigentlich, es sind um die 40 meine Planung, die ich nicht verfolgen konnte so richtig, weil, ja, wie gesagt, kein Navigationssystem. Ja, aber ich habe so viel gesammelt, dass gleich schon wieder der zweite GoPro-Akku leer ist. Oh je, oh je, oh je, oh je. Nichts mehr zu sehen von dem Graupel. Jetzt ist es einfach nur noch schön. Aber es ist kalt und die GoPro-Akkus wollen irgendwie nicht mehr so richtig. Freunde, ich möchte mich in dem Zusammenhang mal bei allen neuen Abonnenten von mir bedanken. Danke, dass ihr mit dabei seid. Es bedeutet mir wirklich viel, es ist echt eine Wertschätzung. Danke an alle bisherigen Abonnenten, dass ihr immer noch dabei seid, mich verfolgt, meine Radtouren anschaut. Vielen Dank. Und an alle, die noch nicht abonniert haben, aber die trotzdem regelmäßig meine Videos gucken, denen der Content gefällt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch meine Abonnenten werden würdet. Vielen Dank. Freunde, ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich auf meinen verrückten Touren unterwegs. Dieses Mal waren wir an einer Donauquelle in Donaueschingen, die meiner Meinung nach, wie ich schon gesagt habe, nicht die richtige Donauquelle ist. Zu der fahre ich im Frühjahr, Sommer auch mal mit euch. Und das mit dem Graupelschauer hätte nicht unbedingt sein müssen. Hat irgendwie auch Spaß gemacht, hätte aber nicht unbedingt sein müssen. Und ich schaue, dass ich jetzt weiterkomme. Ich weiß nicht, ob der GoPro-Akku der dritte jetzt noch hält. Dann bin ich blank für heute. Und deshalb möchte ich mich jetzt schon von euch verabschieden. Ich weiß, von der Rückfahrt habt ihr jetzt nicht mehr allzu viel gesehen, weil, wie gesagt, GoPro-Akku
Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, dass wir uns auch wieder beim nächsten Mal sehen. Bis dahin, Freunde, bleibt gesund, macht's gut. Ciao. Und kaum hatte er das ausgesprochen, ging die GoPro auch schon aus und 0%. Naja, jetzt hat sie noch 40% wieder, weil ich sie hier in meine Tasche gesteckt habe. Aber ich glaube nicht, dass es von langer Dauer ist. Das war einfach nichts für die Akkus heute.